Wenn ich an meine liebsten PS1-Spiele zurückdenke, erinnere ich mich an einzelne Gemälde, durch die ich hindurchgelaufen bin. Resident Evil, Final Fantasy, Parasite Eve und Tombi. Was ich damals nicht wusste, dass ich die ganze Zeit über hübsche Fotos laufe. Während vollwertige 3D-Spiele auf der PS1 noch so oder so aussehen, stehen ihnen gegenüber Titel wie Resident Evil und Chrono Cross. Videospiele mit einem bis dahin nicht möglich geglaubten Detailgrad, der alleine mit der Spielumgebung seine Geschichte erzählen kann. Möglich wurde dieses optische Wunderwerk durch pre-rendered oder zu Deutsch vorgerenderte Grafik. In Essenz bewunderst du hier nämlich nicht viel mehr als ein paar Dutzend Kilobyte großes JPEG-Bild. Wie das möglich wurde und welche Spiele es besonders clever genutzt haben, schauen wir uns jetzt an. Wie nahezu alle kreativen technischen Lösungen sind auch vorgerenderte Hintergründe aus der Not entstanden, die ihren Ursprung in Hardware-Limitierungen hat. Mit dem Wechsel auf die leistungsstarken Heimkonsolen der 5. Generation hält nun auch das 3D-Zeitalter breitflächigen Einzug in Haushalte. Wie schon seit den späten 70ern überschlagen Entwickler sich, um die Spielerfahrung und Grafik, die man bisher nur aus Arcade-Hallen kennt, für den Endverbraucher zugänglich zu machen. Die technischen Möglichkeiten übersteigen ihre kühnsten Vorstellungen und Fantasien explodieren buchstäblich. Dummerweise sehr schnell auch über die Grenzen der beeindruckenden, aber dennoch limitierten Hardware hinaus. Schnell werden künstlerische Visionen von Kompromissen in ihre Grenzen gewiesen. Wie man schon bei Star Fox auf dem Super Nintendo oder Virtua Racing auf dem Mega Drive sehen konnte, kommt ambitionierte 3D-Technik mit einem Preis. In diesen Fällen opfert man die Optik, speziell auch die der Umgebung, um ein beeindruckendes, möglichst flüssiges Gameplay liefern zu können. Die erste PlayStation ist zwar deutlich leistungsstärker, bietet aber essentiell dieselben Limitierungen und ihre frühen Spiele machen das deutlich. Wenn man genau hinsieht, sogar auch die späten Blockbuster. Metal Gear Solid gilt als eines der beeindruckendsten und schönsten Spiele der Plattform. Doch als reines Echtzeit-3D-Spiel wird schnell klar, warum eine Militäreinrichtung ein dankbares Setting für die Handlung ist. Schmucklose Blöcke sind weniger eine Designentscheidung und mehr eine technische Notwendigkeit. Doch Limitierung befeuert eben auch Kreativität. Und so wird schon früh gezeigt, dass es auch anders geht. Pinnwände voller Notizen und Flyer, unaufgeräumte Schreibtische mit allerlei persönlichen Gegenständen und ein Detailgrad, der den der Spielfiguren um ein Vielfaches übersteigt. Auf der PlayStation macht Johnny Bazooka Tone den Anfang mit diesen vorgerenderten Grafiken und Gaming-Legenden wie Oddworld oder Heart of Darkness folgen in den Fußspuren. Fußspuren, die gerade im 2D-Umfeld bereits durch Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo populär gemacht wurden. Denn worum es sich bei Pre-Rendering handelt, ist eine sehr gewiefte Vorarbeit. Da eine Konsole wie die PlayStation oder auch ein Nintendo 64, der in Sachen 3D-Darstellung noch einmal leistungsfähiger ist, technisch überfordert wäre mit solchen Bildern, nutzt man deutlich leistungsfähigere Silicon Graphics Workstations, die auch für Hollywood-Produktionen genutzt werden. Anstelle die 3D-Umgebung, also in Echtzeit auf der Konsole zu rendern, übernimmt das Onyx Offline. Die Designer können sich in ihren Ideen austoben, alles entwerfen, mit Texturen versehen, nach Herzenslust belichten, schattieren und geeignete Kameraperspektiven aussuchen, bevor sie das Ganze letztlich als fertiges statisches Bild exportieren, das die Entwickler in der Konsolenversion verarbeiten können. Das Besondere ist, dass die 3D-Charaktere sich trotzdem durch die Umgebung bewegen können, die essentiell eine Tapete auf einer Wand ist. Sie steigen Treppen und klettern Leitern hinauf, sammeln herumliegende Items und verschwinden sogar hinter Säulen und anderen grafischen Objekten. Eine Tiefe, die zu erzeugen essentiell für die Immersion ist und eine ganz besondere Herausforderung für die PlayStation. Denn im Gegensatz zum N64 hat die PS1 keinen hardwareseitigen Set- oder Tiefenbuffer, der bestimmt, welche Grafikelemente im Vordergrund sind und welche im Hintergrund verdeckt sein müssen. Entsprechend muss das alles per Hand erledigt werden mit sogenannten Ordering Tables, die die Reihenfolge der verschiedenen Ebenen festlegen. Diese bekommen entsprechende
Werte, die Objekte entweder vor oder hinter dem Spielcharakter anzeigen. Ergänzt werden diese immer noch zweidimensionalen Bilder von einer dreidimensionalen unsichtbaren Kollisionsbox, die die Spielfigur an dieser Stelle vom Weitergehen abhält. YouTuber Popstrikers hat das mit seinem Entwicklungs-Know-how schön nachgestellt. Du baust also die 3D-Umgebung und richtest anschließend die Kamera nach deinen Wünschen für die aktuelle Szene aus. Davon wird ein Bild gerendert. Vordergrundelemente, wie beispielsweise Äste oder im Fall von Resident Evil 2 auch Autos, blendet man zunächst aus und rendert sie separat für die Vordergrundebenen. Mit dem in die Spielengine übertragenen Bild setzt du nun eine Kollisionsform ein, die bestimmt, in welchen Bereichen die Spielfigur sich bewegen kann. In diesem Fall bilden die Hauswände und der Rand des Bürgersteigs die Grenzen. Auch hier passt man die Kamera noch einmal so an, dass alles so aussieht, als würde die Figur sich durch eine dreidimensionale Welt bewegen. Am Rand des sichtbaren Bereichs erzeugt man einen Triggerwürfel, der dem Spiel mitteilt, dass bei Berührung die Kamera zur nächsten Szene gewechselt werden soll. Das Prinzip stammt übrigens aus traditioneller 2D-Animation, wie beispielsweise Walt Disney es bereits seit ihrem ersten Film anwendet. Damit die Künstler Hintergründe nicht für jeden Frame neu zeichnen müssen, werden diese detailliert auf durchsichtigen Zelluloid gemalt, sodass man letztlich nur die Charaktere und beweglichen Objekte zeichnen muss. Da jede Szene bei vorgerenderter Grafik wie bei einem Bühnenbild nur auf einem zweidimensionalen statischen Hintergrund basiert, ist es logischerweise nicht möglich, den Spieler die Kamera steuern zu lassen, da ansonsten das passieren würde. Stattdessen muss man mit den festen Kameraperspektiven arbeiten, die man beim Rendern von den Workstations festlegt. Das hat zwar zur Folge, dass man den Spielern die Kontrolle nimmt, diese aber vollumfänglich in die Hände der Designer legt, die damit wahre Wunder vollbringen können. Japanische Rollenspiele wie Final Fantasy oder Legend of Dragoon zoomen gerne weit hinaus, um imposante Orte in ihrer Gänze zu zeigen und um das Gefühl des abenteuerlichen Erkundens zu verdeutlichen. Sprich, die ganze Welt steht dir offen mit all ihren Geheimnissen. Das Horrorgenre hingegen nutzt vorgerenderte Grafik völlig gegenteilig. Speziell in Resident Evil soll alles beengt, dunkel und klaustrophobisch sein. Obwohl Raccoon City sich in den USA befindet, wirkt die Stadt in Resident Evil 3 beispielsweise eher wie eine japanische Ortschaft in amerikanischem Anstrich mit vielen engen, verwinkelten Gassen. Auch erzeugen vorgerenderte Grafiken gerne den Uncanny Valley-Effekt, der Unwohlsein auslöst, weil unser Hirn den Eindruck hat, dass etwas optisch nicht ganz passt. Die Hintergründe sind oftmals zu sauber, zu ruhig, was sie zusätzlich gruselig macht. Besonders gut ist das auch in First-Person-Adventures wie den Nancy Drew-Spielen zu merken. Die wirkliche Kunst entsteht aber dadurch, die festen Kamerawinkel strategisch und wirkungsvoll zu nutzen. Mal siehst du deinen Charakter von hinten, mal von vorne und dann wieder ist die Kamera irgendwo oben, bevor sie dir nach dem Durchschreiten einer Tür ganz nah ins Gesicht deutet, sodass du nichts von dem neuen Raum sehen kannst, aber deutlich die schlurfenden Schritte eines Zombies hörst. Creator Shinji Mikami beschreibt seine Absicht damit so, dass der Spieler Angst davor haben muss, was hinter der nächsten Ecke lauert. Auch kann man so mühelos eine psychologische Ebene einbinden. Kurz nachdem Leon in Resident Evil 2 etwas draußen am Fenster vorbeihuschen sieht, blickt die Kamera durch ein anderes Fenster zu ihm hinein, so als würde er von etwas Bedrohlichem beobachtet werden. Dieses ständige Wechseln der Perspektive bringt aber auch ein Steuerungsproblem mit. In klassischen First- oder Third-Person-Spielen bewegt sich die Spielfigur meist im Einklang mit der Kamera. Sprich, für beide Instanzen ist links links und rechts rechts. Feste Kameras hingegen sind losgelöst von der Spielfigur und wechseln alle paar Sekunden, sodass sich auch mit jedem Szenenwechsel die Knöpfe ändern würden, die für eine Linksbewegung sorgen. Entsprechend muss die Steuerung ausschließlich aus der Sicht der Spielfigur funktionieren, sodass sie sich bei einem Drücken auf links auch immer nach links dreht, immerhin, unabhängig der Perspektive. Das ist die sogenannte Panzersteuerung, die heute bei vielen verhasst ist. Allerdings wahrscheinlich nur bei denjenigen, die vergessen haben, dass die freie Steuerung in frühen 3D-Titeln noch weitaus schlimmer war. Wie es sich übrigens anfühlt, wenn man das nicht vernünftig macht, sieht man auf der PS2 im ersten Devil May Cry, das seine Entwicklung ja als weiterer Resident Evil Ableger beginnt und entsprechend auch auf feste Kamerawinkel setzt. Aufgrund des schnellen Action-Gameplays verzichtet man hier auf die schwerfällige Panzersteuerung, weshalb man in jeder neuen Szene perspektivisch umschalten muss.
aus. Auch schwierig kann es beim Erkunden und Durchsuchen der Umgebung werden. Durch die detailreichen Hintergründe fällt es schwer, ähnlich wie in manchen Point-and-Click-Adventures, zu erkennen, womit man interagieren oder wo man hingehen kann. Einige Spiele wie Final Fantasy oder Legend of Dragoon lösen das mit einem optionalen Anzeigen von Pfeilen, die die Navigation erleichtern. Ein weiterer Vorteil darin, simple Bilder als Hintergrund zu nutzen, ist das Freigeben von Ressourcen. Spiele mit vorgerenderten Hintergründen können ihre Spielfiguren deutlich detailreicher gestalten. Der Behemoth-Boss in Final Fantasy besteht aus rund 2000 Polygonen. Das gehört zu den höchsten Polygonzahlen eines einzigen Modells in sämtlichen PS1-Spielen. Der Kampf gegen ihn wäre nicht möglich, wenn auch der Hintergrund auf 3D-Polygonen basieren würde. Selbst auf die Gegenwart übertragen hat das Vorrendern seine Vorteile. Final Fantasy VII nutzt über 700 animierte, vorgerenderte Hintergründe, die zu einer Auflösung von 320 x 224 konvertiert wurden. Aufgrund der niedrigen Auflösung mussten die Designer alles relativ sauber und deutlich gestalten, damit es dennoch erkennbar bleibt. Das wiederum ist eine erstklassige Basis, um die Bilder für Remaster hochzuskalieren. Eine Arbeit, die sich Modder machen, während Square nur die Charaktermodelle optisch hochschraubt und sie weiter durch dieselben matschigen Texturen laufen lässt. Tatsächlich resultiert genau diese mickrige Auflösung auch darin, dass die Elemente aus einem Final Fantasy VII oder auch einem StarCraft geradezu zeichentrickartig aussehen. Überdimensioniert und vereinfacht, damit alles trotzdem zu erkennen war. Das ist ein gravierender Punkt, warum die Spiele sich dermaßen von den heutigen unterscheiden, die sich immer weiter der Realität annähern wollen. Die improvisierten Tricksereien der Entwickler mit vorgerenderten Hintergründen lassen sich ab und zu sogar noch erkennen, wie in diesem ikonischen Raum in Final Fantasy VII. Um Cloud in eins der Löcher springen zu lassen, musste man die Lochumrandung separat rendern, um sie vor die Spielfigur schalten zu lassen. Da das aber nicht ausreicht, um Cloud gänzlich im Loch verschwinden zu lassen, poppt beim Hineinspringen noch ein zusätzliches Bildelement auf, das ihn verdeckt und dabei ein kurzes Pixelflimmern sehen lässt. Auch wird so klar, warum sich der Bildschirm verdunkelt, wenn Leon oder Claire in Resident Evil 2 getötet werden, sodass man nur noch den Charakter und das fressende Monster sehen kann. Die Kamerafahrt um die blutige Szene hätte ansonsten die Hintergrundkulisse auffliegen lassen. Um die statischen Bilder mit der Illusion von Leben zu füllen, ergänzt man sie gerne mit animierten Elementen, wie Feuer, Rauch oder Wasser. Parasite Eve 2 baut sogar Spiegelungen in Scheiben und Böden ein. Legend of Dragoon verbindet die damals wunderschönen Wassereffekte mit zusätzlicher beweglicher Geometrie, um die Interaktivität mit der Spielwelt zu erhöhen. In Star Ocean 2 wechselt die Kameraperspektive in Zwischensequenzen, um die Szene dynamischer zu gestalten. Das erste Parasite Eve beeindruckt mit sehr detaillierten Nahaufnahmen und vor allem damit, den Kampfbildschirm in den vorgerenderten Umgebungen stattfinden zu lassen, anstatt in einen speziellen dreidimensionalen Kampfbildschirm zu wechseln. In Alone in the Dark wird besonders schön die verschwommene Sicht simuliert, die man sich in der Dunkelheit mit dem Hauptcharakter teilt und die sich erst beim Anschalten des Lichts scharf stellt. In My Summer Vacation vermischt man vorgerenderte Hintergründe, meist für Innenräume genutzt, und handgezeichnete Szenerien für die Außensequenzen. Das soll die aus der Kindersicht abenteuerliche Natur verdeutlichen, die voller Wunder steckt. Zuständig dafür ist übrigens dasselbe externe Designstudio, das auch die Final Fantasy Hintergründe erstellt hat. In der Summer Vacation Fortsetzung für die PS2 setzt man diesen Trend fort und vermischt vorgerenderte Hintergründe mit hübschen Ölgemälden. Besonders beeindruckend wird es, wenn man als Hintergrund nicht nur ein Bild zeigt, sondern ein Video abspielt. Beim Kampf der Garden passiert das mit all den sich bekriegenden Soldaten, während man im Vordergrund Squall aktiv steuern kann. Auf den Gipfel treibt man das mit den 4-Effekt-Spielen, die nahezu auf statische Bilder verzichten und überall Videos einarbeiten, die im Hintergrund in Schleife geschaltet sind und für konstante Bewegungen von Feuer, Rauch, Licht oder ähnlichem sorgen. Auch ist es ein technisches Meisterwerk, was die Übergänge von vorgerenderten Cutscenes zu Echtzeitsequenzen mit vorgerenderten Hintergründen angeht. Apes Odyssey hat das bereits mehrfach verbaut, ebenso wie Final Fantasy VII, besonders prominent gleich in der Anfangssequenz. So flüssig wie in 4-Effekt ist es bis dato aber niemandem gelungen. Kein Wunder also, dass ein nur rund 7-stündiges Spiel trotzdem 4 CDs braucht.
Eine Hybridtechnik kann man noch in Parasite Eve 2 finden. Hier wird tatsächlich eine kurze Kamerafahrt simuliert, indem man die einzelnen Frames einer Videosequenz mit den Bewegungen der Spielfigur koppelt, die sich dabei im Einklang mit der Kamerabewegung beliebig hin und wieder zurück bewegen kann. Keine Plattform hat vorgerenderte Hintergründe in 3D-Spielen so exzessiv genutzt wie die PlayStation. Doch auch auf den Konkurrenzkonsolen lassen sich Beispiele finden, sogar überaus prominente. In 2 Dimensionen bereits auf dem Super Nintendo und Mega Drive begonnen, wurden auch von Donkey Kong Country, Super Mario RPG, Vector Man und Sonic 3D Blast 3D-Modelle, Animationen und Umgebungen auf teuren Workstations erstellt, bevor sie als Sprites und Hintergrundkacheln für das Spiel gerendert wurden. Doch auch in der nächsten Generation geht es bei Sega und Nintendo damit weiter. Gleich die erste Szene in Links Haus zeigt ebenso vorgerenderte Hintergründe wie die Außenansicht der Zitadelle der Zeit. Das passiert in etwas sterilerer Form als in den meisten PlayStation-Spielen und deutlich seltener, aber speziell hier macht man sich den festen Kamerawinkel zunutze, um das gewaltige Bauwerk in seiner Gänze zu präsentieren und gleichzeitig den Todesberg im Hintergrund zu zeigen. Der entfaltet seine Wirkung erst vollends, wenn man die Zitadelle wieder verlässt und gleich merkt, dass die Kacke am Dampfen ist. Beta-Screenshots zeigen, dass das übrigens ein nachträglicher Gedanke war und man ursprünglich auch hier mit Echtzeit 3D gearbeitet hat. Der Nintendo 64 ist definitiv die dediziertere 3D-Maschine und wurde konzipiert, um viele Polygone in Echtzeit darzustellen. Im Gegensatz zur PlayStation ist hier ein Z-Buffer für die Tiefenberechnung verbaut. Vorgerenderte Hintergründe sind daher technisch selten notwendig, können aber dennoch Ressourcen freimachen. In Ocarina of Times Hyrule Stadt beispielsweise bringt man so mehr Leben, da durch die zweidimensionalen Hintergründe mehr NPCs möglich sind. Warum das nicht öfter genutzt wird, hat maßgeblich 2 Gründe. Der erste heißt RDP oder Reality Display Processor, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, die polygonalen 3D-Darstellungen in ein Pixelbild für den Fernseher umzuwandeln. Dabei werden auch Beleuchtung, Transparenz und Texturen verarbeitet. Für letztere gibt es einen dedizierten Texturcache, der allerdings nicht größer als 4 Kilobyte ist. Das limitiert die Konsole extrem in ihrer Nutzung von großen und hochauflösenden Bildern. Zumindest ohne erhebliche Anpassungen oder eigens dafür geschriebenen Microcode. Das zweite Problem sind die Cartridges. Während PlayStations CD-ROM mehrere 100 Megabyte an Speicher für all die Hintergründe bereithält, sind N64 Cartridges maximal 64 MB groß. Im Schnitt eher 12. Super Mario 64 brauchte sogar nur 8 Megabyte. Erst spät im Lebenszyklus der Konsole findet ein Studio heraus, wie man die unmögliche Portierung von Resident Evil 2 auf einer Cartridge bewältigt, unter anderem durch die starke Komprimierung von Auflösungen. Zu dem Thema habe ich ein ganz eigenes Video gemacht, wenn dich die technischen Hintergründe interessieren. Es gab also schlichtweg nicht genug Speicherplatz, um auf dem N64 mit vielen vorgerenderten Hintergründen zu arbeiten. Nintendo-Spiele beschränken sich entsprechend auf sporadisches Nutzen dieser Technik, beispielsweise auch bei den Spielbrettern in Mario Party. Der ursprüngliche Projektname für Mario Kart 64 lautete sogar Super Mario Kart R, wobei das R für Rendered steht. 8 Fahrer gleichzeitig auf dem Bildschirm zu zeigen, ist nur möglich, weil sie nicht in 3D gerendert werden, sondern lediglich zweidimensionale Bilder auf einem einzigen Polygon sind. Der Sega Saturn hingegen hat eine noch andere Architektur, die es zu überlisten gilt. Der auf 2D-Spiele optimierten Konsole fehlt der leistungsstarke Decoding-Chip der PS1. Im Gegenzug hat sie mit VDP1 und VDP2 aber 2 Grafikprozessoren zu bieten. Bei der Darstellung von 3D-Spielen konzentriert sich VDP2 auf das Umsetzen der Hintergrundgrafiken. So kann sein Bruder sich vollends auf die Umsetzung von Spielfiguren und beweglichen Objekten konzentrieren, sowie der Übertragung des Bildes auf den Fernseher. Ohne Z-Buffer muss auch der Saturn, wie die PS1, dabei mit Reihenfolgen und Ebenen arbeiten. Entwickler sind also gezwungen, Bilder von Hand in Vor-, Mittel- und Hintergrund einzuordnen. Kompliziert wird es, wenn zu viele Kamerawechsel aufeinander folgen. Der VDP2 ist eigentlich auf sehr große Hintergrundflächen ausgelegt, wie bei 2D-Leveln oder der Darstellung von Himmel. Das Speichern von zahlreichen detaillierten Hintergründen kann ihn überlasten, weshalb VDP1 letztlich doch aushelfen muss. Entwickler haben sich den Trick ausgedacht, vorgerenderte Hintergrundbilder als Textur auf eine riesige rechteckige Polygonfläche zu kleben, ein sogenanntes Quad. Dieses wird nun im Hintergrund angezeigt, ohne dass es dem Spieler auffällt.
Wenn der VDP2 die Arbeit an den Hintergründen jedoch übernimmt, kann er wahre Wunder bewirken, da er auf die Manipulierung von Bildelementen in Echtzeit spezialisiert ist. Das betrifft Parallax Scrolling, also die Bewegung von Vorder- und Hintergrund in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Skalieren, Rotieren und sogar perspektivische Verzerrungen. Obwohl der Saturn weiterhin mit zweidimensionalen Bildern arbeitet, erschafft er so eine glaubhaftere Illusion von Tiefe. Insgesamt ist es aber eine gehörige Herausforderung, Spiele wie Resident Evil für den Sega Saturn zu programmieren. Vielleicht wären in den folgenden Jahren noch weitere Effizienzwerkzeuge und Tricks entstanden, doch aufgrund des schnellen Untergangs der Konsole wird ihr wahres Potenzial wahrscheinlich nie final ausgenutzt. Vorgerenderte Hintergründe in 3D-Spielen sind in den 90ern aber keinesfalls eine konsolenexklusive Technik, ebenso wenig wie sie auf der PlayStation zum ersten Mal genutzt wird. Zwar macht die Optik von Resident Evil diese Handhabung in der breiten Masse populär, doch den Anfang macht tatsächlich Genrekollege Alone in the Dark bereits im Jahr 1992. Mit den festen Kamerawinkeln nutzt man hier auch gerne die seit den 1920ern im Film gebräuchliche Dutch-Tilt-Technik, die mit ihrer Schräglage bewusst das visuelle Gleichgewicht der Szene stört. Beim Zuschauer oder in diesem Fall Spieler soll das ein Gefühl der Desorientierung, Bedrohung oder auch des Wahnsinns auslösen. 1993 folgen First-Person-Puzzle-Abenteuer The Seventh Guest oder das legendäre Myst. Gerade letzteres kann sich vollends auf seine vorgerenderten Hintergründe konzentrieren, weil die First-Person-Sicht das Kontrollieren und Darstellen von Spielfiguren erübrigt. Zu der Zeit ist das Rendern der auf den Workstations erstellten Bilder eine geradezu frustrierend zeitaufwendige Aufgabe. Artist Robin Miller, der jedes Bild einzeln an seinen Bruder Ren zum Programmieren schickt, kann während der Verarbeitung Mittagspause oder Feierabend machen. Denn ein einziges Frame dauert gerne mal mehrere Stunden zu rendern. Die auf 256 Farben beschränkten 8-Bit-Bilder haben nach dem Komprimieren eine durchschnittliche Größe von etwa 50 Kilobytes. Heutzutage schnaufen Spieler gerne verächtlich, weil sich tatsächliche 3D-Objekte, die zur Interaktion eingefügt werden, mehr als deutlich von den vorgerenderten Hintergründen abheben. In etwa so, wie man in alten Zeichentrickfilmen immer überdeutlich erkennen konnte, welche Gegenstände sich gleich bewegen oder welche Türen sich öffnen würden. Bei den thematisierten Videospielen ist das aber ein modernes Problem, das der fortschrittlicheren Technik geschuldet ist. Myst ist auf niedrig auflösende Monitore der frühen 90er ausgelegt, Resident Evil auf Röhrenfernseher. Beide bringen die wundervolle Eigenheit mit, dass das Bild nicht gestochen scharf ist und die 3D-Objekte ganz natürlich mit der zweidimensionalen Umgebung verschmelzen. Das ist auch ein Punkt, der bei unzähligen HD-Remastern nicht bedacht wird. Dem Trend der Zeit folgend poliert man die Grafik auf und erhöht die Auflösung, soweit es geht, anstatt zum Beispiel mit Filtern zu versuchen, das Gefühl des Spielens auf einem Röhrenfernseher zu simulieren. Der PC behält die Technik des Vorrenderns bis in die frühen 2000er bei, nutzt sie aber primär für isometrische Spiele. Age of Empires, Baldur's Gate, Desperados, Commando, Stronghold, SimCity, Planescape Torment, Fallout, Diablo, Anno, Rollercoaster Tycoon und sogar die Sims nutzen die Technik sehr effektiv, die auf Rechnern wohl zwischen Diablo und SimCity 4 ihre goldene Ära feiert. Ein populärer Genreausreißer ist das urkomische Point-and-Click-Adventure Grim Fandango, an dem sich zumindest technisch dann auch die Siberia-Reihe orientiert. Doch mit dem neuen Jahrtausend erübrigt sich schnell die Notwendigkeit für vorgerenderte Hintergründe. Sowohl Computer als auch Konsolen sind in der nächsten Generation leistungsstark genug, dass ein Austricksen der Limitierungen zumindest in diesem Bereich nicht mehr notwendig ist. Einige Entwickler halten aber dennoch daran fest. Während Final Fantasy X nunmehr auf epische Kamerafahrten setzt, die durch Echtzeit 3D möglich werden, nutzen sie vorgerenderte Hintergründe nur noch sporadisch. Fast als würden sie Fans einen seichteren Übergang von Final Fantasy IX ermöglichen wollen. Eine Handhabung, über die andere Spiele nur lachen können. GameCube-Exclusive Baten Kaitos ist mit seinen fantasievollen, verträumten Hintergründen bis heute noch selten in Sachen Schönheit erreicht worden. Auch das Horror-RPG Shadow Heart setzt auf die Technik, ebenso wie Onimusha Warlords. Shin Megami Tensei 9 bringt die Traditionsserie 2002 erstmals auf die Xbox und baut Tokio realitätsgetreu offline nach, inklusive dem Stadtteil Kabukicho, der zum Hauptschauplatz der Yakuza-Spiele werden sollte. Auch Myst bleibt seinen Wurzeln treu. Der 2004 erscheinende 4. Teil lehnt Echtzeitgrafik weiterhin ab, obwohl bereits Remakes des Originals erschienen sind, die auf die vorgerenderten Hintergründe verzichten.
Selbst Game Boy Advance Entwickler nutzen die Technik, um beispielsweise Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards oder Golden Sun aufzuhübschen. Mein persönliches Highlight bleibt aber das Remake von Resident Evil, das man 2002 für den GameCube veröffentlicht. Die dreidimensionalen Spielbereiche werden um Licht- und Partikeleffekte wie zum Beispiel Staub ergänzt, die sie noch lebhafter machen. Gleichzeitig nutzt man die nun noch leistungsstärkeren Workstations, um mit Raytracing zu arbeiten, indirekter Beleuchtung, Spiegelung und anderen Effekten, die das leisten, was Konsolen und selbst den meisten High-End-PCs ihrer Zeit noch verwehrt bleibt. Das ist auch der Grund, warum das Spiel bis heute so gut und atmosphärisch aussieht. In der Gegenwart angekommen, gibt es auf keiner Plattform mehr irgendeine technische Notwendigkeit für vorgerenderte Grafiken und Hintergründe. Limitierungen lösen sich immer weiter auf und erübrigen das Ausdenken kreativer Lösungen. Doch die Spieler, die in den 90ern mit eben jenen Klassikern aufgewachsen sind, lieben den nostalgischen Stil immer noch. Jene von ihnen, die den Berufsweg des Videospieleentwicklers eingeschlagen haben, versuchen ihn gelegentlich noch mit den technischen Wundern der Moderne zu kombinieren. Pillars of Eternity von Obsidian ist ein populäres Beispiel, das mit Farbkorrekturen und dynamischer Beleuchtung auch Tag- und Nachtzyklen mit den Hintergründen darstellen kann. Auch in Tyranny greifen die Entwickler auf diese Technik zurück. Rollenspiel Disco Elysium räumt bei den Game Awards 2019 gehörig ab und der spirituelle Nachfolger von Planescape Torment, Tides of Numenera, begeistert viele Genre-Fans mit seiner wunderschönen Optik. Keiner meiner Favoriten, aber auch Five Nights at Freddy's nutzt vorgerenderte Hintergründe in seinen diversen Ablegern und eine ganze Reihe von weiteren Studios möchte die Technik wieder aufleben lassen, besonders gerne und vollkommen berechtigt im Horrorgenre. Spiele wie Hollow Knight oder Rayman Legends nutzen übrigens ein ähnliches Prinzip, wenn auch mit handgezeichneten Elementen. Final Fantasy Erfinder Hironobu Sakaguchi derweil baut für Fantasian sämtliche Schauplätze in echt auf und digitalisiert dann Fotos davon für das Spiel. Ich liebe all diese Retro-Games mit den vorgerenderten Hintergründen, die einen zeitlosen Charme und eine beständige Schönheit beibehalten, die kontinuierlich alternden 3D-Modellen nicht gegeben sind. Das Spielen dieser Titel ist wie das Besuchen eines actiongeladenen Museums, in dem jede Szene ein Gemälde ist, und zwar mit dir mittendrin. Wenn ich an Chrono Cross und dem Temporal Vortex denke, ist das Ganze sogar nicht einmal eine Metapher. Jeder Ort ist wirklich einzigartig und steht vollkommen für sich, während in modernen Spielen dieselben Texturen und Objekte recycelt und im Copy-and-Paste-Verfahren verteilt werden, um eine große offene Welt zu füllen. All die PS1-Spiele, über die wir geredet haben, waren flächenmäßig keinesfalls groß. Sie fühlen sich aber alle so an, weil jeder neue Ort so einzigartig ist und sich aufgrund der detailverliebten Handarbeit immer wieder frisch anfühlt. Weil es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt, an Wänden, in Fenstern oder auf Schreibtischen. Natürlich gibt es auch eine Reihe von Nachteilen, die mit zum Untergang des Vorrenderns beigetragen haben. Aus dieser Technik resultierende Bilder lassen sich, zumindest ohne den Gebrauch von KI, nicht sehr gut auf höhere Auflösung skalieren. Sprich, sollte man nachträglich zum Beispiel eine 4K-Version anbieten wollen, müsste man die Hintergründe erneut rendern. Auch ihnen nach heutigen Standards Leben einzuhauchen, ist sehr schwierig. Wenn es einem Designer nicht ausreicht, etwas Rauch aus einem Schornstein kommen zu lassen, sondern wenn er beabsichtigt, dass sich das Gras bewegt, gehört eine Menge Arbeit und Talent dazu. Zum Beispiel muss es separat animiert oder als Videosequenz eingefügt werden. Dynamische Beleuchtung existiert quasi nicht, weil Beleuchtung in den Hintergrund eingebrannt ist. Zusätzliche Lichtquellen wie Taschenlampen oder Mündungsfeuer müssen in Handarbeit als zusätzliche Effekte ergänzt werden. Wenn die Umgebung interaktiver werden soll, benötigt es dafür quasi individuelle Alternativhintergründe, wenn man etwas zerstört, wenn sich das Wetter oder die Tageszeit ändert. Und natürlich, jedes Mal, wenn du etwas ändern möchtest, musst du das Bild erneut rendern lassen, es komprimieren, im Spiel ersetzen und dann wieder die Kollision prüfen. Stolpersteine, die man früher aufgrund der sonst nicht möglichen Optik in Kauf genommen hat, sind heute technisch nicht mehr notwendig und bremsen den Entwicklungsprozess. Es ist absolut faszinierend, wie Entwickler der 3 verschiedenen Systeme damals dieselben Spiele anders anpacken mussten, um die jeweiligen Stärken der Plattform auszunutzen und ihre Schwächen zu umgehen. Eine besondere Zeit mit besonderen Ergebnissen.
die nie wiederkommen wird. Doch sowohl die PlayStation als auch der N64 haben noch andere Eigenheiten im Rahmen ihrer 3D-Grafik, die ich dir in diesem Video genauestens erkläre. Fertig vorgerendert sind meine gestochen scharfen Kanalmitglieder. Retrojäger Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybugs, Venceslas, Lucaria, Master, André, Redrom, P9608, Najira, Walz, BTD, Toastbuster, Louis, Kunste und Katz. Vielen Dank für euren Lord-Support.